Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 13. Oktober 2025. Hamas lässt erste Geiseln frei. Im Gazastreifen hat die Hamas mit der Freilassung von Geiseln begonnen. Nach Angaben der israelischen Armee sind 7 Menschen inzwischen in Sicherheit. Sie wurden vom Roten Kreuz übernommen und später an das israelische Militär übergeben. Die Geiseln waren beim Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 verschleppt worden. Ihre Freilassung ist Teil eines Abkommens zwischen Israel und der Hamas. Im Gegenzug will Israel rund 2000 palästinensische Gefangene freilassen. Die befreiten Geiseln werden nun in Krankenhäusern untersucht und betreut. Mann fällt in die Ruhr und ertrinkt. Ein 39-Jähriger aus Iserlohn ist in der Nacht beim Pinkeln in die Ruhr gestürzt und ertrunken. Er hatte mit Freunden am Ufer gegrillt und gefeiert. Trotz Suche mit Drohne und Wärmebildkamera wurde der Mann nur noch tot gefunden. Die Polizei untersucht den Unfall. Minister kritisiert teure Schnitzel an der Ostsee. In Ostsee-Restaurants kostet ein Schweineschnitzel inzwischen bis zu 24 Euro. Das findet Tourismusminister Wolfgang Blank zu teuer. Er warnt, dass solche Preise Urlauber abschrecken könnten. Gastronomievertreter verteidigen die hohen Preise. Sie verweisen auf gestiegene Löhne, Energiekosten und Lebensmittelpreise. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Mindestlohn im Gastgewerbe bei 13,32 Euro. Norwegisches Dorf lockt mit kostenlosen Wohnungen. Das kleine Dorf Kokkelf in Norwegen hat nur noch rund 80 Einwohner. 2017 waren es 135. Um neue Bewohner zu gewinnen, bietet die Gemeinde Hammerfest nun kostenlose Wohnungen an. Im ersten Jahr zahlen Mieter nichts, danach nur die Hälfte der Miete. Ziel ist es, vor allem Familien mit Kindern in die Region zu holen. In anderen Dörfern Norwegens hat dieses Modell bereits Erfolg gehabt. Vertauschte Babys nach 35 Jahren gefunden. In Österreich ist eine Verwechslung zweier Babys nach fast 35 Jahren aufgeklärt worden. 2 Frauen haben durch einen DNA-Test herausgefunden, dass sie nach der Geburt in einer Klinik vertauscht wurden. Beide haben sich inzwischen kennengelernt und ihre leiblichen Eltern getroffen. Eine der Frauen hatte schon vor Jahren durch eine Blutuntersuchung Zweifel bekommen. Doch erst jetzt konnte der Fall gelöst werden. Das Krankenhaus hat den Fehler bestätigt und sich entschuldigt. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören.